Spürst du es auch? Die Welt um uns herum verändert sich in einem rasanten Tempo, doch hier in Deutschland fühlt es sich oft wie eine seltsame, fast betäubende Ruhe an. Aber diese Ruhe ist trügerisch. Während wir durch unsere Feeds scrollen, verschieben sich in Schatten die tektonischen Platten der Macht. Profis, Geheimdienstler, NATO-Strategen und Militäranalysten streiten nicht mehr darüber, ob es zu einem Konflikt kommt. Wir diskutieren nur noch darüber, wie viel Zeit uns noch bleibt. In diesem Video schauen wir uns an, warum unsere östlichen Nachbarn ihre Länder in Festungen verwandeln, welche Lehren aus dem Jahr 1938 wir ignoriert haben und warum der Satz Civis Pacem Parabellum heute so aktuell ist wie seit 80 Jahren nicht mehr. Beginnen wir mit dem, was direkt auf deinem Smartphone passiert. In Deutschland erleben wir derzeit einen beispiellosen Angriff auf den gesunden Menschenverstand. Dutzende Putin-Versteher, oft über komplexe Netzwerke finanziert, hämmern uns täglich dieselben Narrative ein. Deutschland sollte aus der NATO austreten, um nicht zum Ziel in einem von Washington provozierten nuklearen Konflikt zu werden. Die Ukraine kann auf dem Schlachtfeld nicht mehr siegen. Weitere Waffenlieferungen sind keine Hilfe, sondern eine Verlängerung der Agonie auf Kosten des Lebens junger Soldaten. Wir beobachten in der Ukraine keine Verteidigung der Demokratie, sondern ein geopolitisches Spiel der NATO, bei dem das ukrainische Volk als entbehrliches Material genutzt wird. Frieden wird erst dann eintreten, wenn der Westen die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands anerkennt und aufhört, Kiew mit Waffen zu beliefern. Das ist keine bloße Meinungsfreiheit. Das ist eine klassische Desinformationskampagne mit dem Ziel, den Willen einer demokratischen Gesellschaft zu lähmen. Schauen wir uns die populistischen Bewegungen an, egal ob von ganz rechts oder aus der neuen autoritären Linken. Ihre Rufe nach Frieden und Parolen wie „Das ist nicht unser Krieg" klingen für viele verlockend, blenden die Realität jedoch völlig aus. Letztlich schlagen sie vor, eine trügerische Ruhe durch die Kapitulation der Ukraine zu erkaufen, um den Preis unserer aller Zukunft. Doch die Geschichte lehrt uns, einen Aggressor kann man nicht besänftigen, man kann ihn nur abschrecken. Machen wir eine kurze Zeitreise. September 1938, das Münchner Abkommen. Neville Chamberlain kehrt nach London zurück, schwenkt ein Blatt Papier und ruft: Heute Morgen hatte ich ein weiteres Gespräch mit dem deutschen Reichskanzler, Herrn Hitler, und hier ist ein Stück Papier, das seinen Namen trägt, genau wie meinen. Ich habe aus Deutschland den Frieden für unsere Zeit mitgebracht. Er glaubte aufrichtig, Hitler sei ein rationaler Akteur, der man nur ein Stück des Nachbarlandes überlassen muss, um seinen Hunger zu stillen. Damals gab es auch diese alternativen Stimmen. In Dänemark, den Niederlanden und Belgien sagten Politiker, Hauptsache wir provozieren Berlin nicht, wir bleiben neutral. Wir wissen, wie das endete. Wer damals nicht in Kanonen investieren wollte, zeigte am Ende mit seinen Städten, dem Leben von Millionen Bürgern und dem völligen Verlust der Freiheit. Schaut euch die Rhetorik des Kremls heute an. Es ist fast eine Wort-für-Wort-Übersetzung der Reden aus der Reichskanzlei der 30er Jahre. Dieselben Begriffe, Schutz von Landsleuten, Korrektur historischer Ungerechtigkeiten, feindliche Einkreisung. Wenn aber ein Nachbar sagt, dass dein Land historisch gar nicht existiert, dann ist das keine Einladung zur Diskussion. Es ist ein Grund, die Bunker zu prüfen. Bevor wir uns die nackten Zahlen an der Grenze ansehen, eine kurze Frage an euch. Glaubt ihr, dass Diplomatie in der heutigen Situation überhaupt noch eine Chance hat? Oder ist der Zug bereits abgefahren? Schreibt kurz Ja oder Nein in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Einschätzung, denn diese Debatte spalten gerade ganz Europa. Je näher man der russischen Grenze kommt, desto leiser werden die Debatten über Diplomatie um jeden Preis. Dort zählen nur Fakten. Russland hat den Leningrader Militärbezirk offiziell reaktiviert. Das ist keine Bürokratie. Das ist die Stationierung von Angriffstruppen, schwerer Artillerie und Raketenkomplexen in direkter Schlagdistanz zu Finnland und Estland. Der estnische Geheimdienstchef Kaupo Rosin warnt. Der Plan Moskaus sieht vor, die Truppenzahl an den NATO-Grenzen in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Jacek Siwira, der Chef des polnischen Sicherheitsbüros, wird noch deutlicher. Wir haben keine Jahre mehr zu verlieren. Uns bleibt vielleicht nur noch ein Zeitfenster von 36 Monaten. Das sind nur 3 Sommer, um ein Abschreckungspotenzial aufzubauen, das einen Angriff sinnlos macht. Das ist kein ferner Termin. Die Uhr tickt bereits. Das ist keine Panikmache, das ist Mathematik.
Wenn du siehst, dass dein Nachbar Benzinkanister stapelt und ständig dein Haus anstarrt, wartest du nicht aufs Feuer. Du kaufst einen Feuerlöscher und installierst eine Sicherheitstür. Schauen wir uns an, wie diejenigen reagieren, die die Gefahr verstanden haben. Polen. Es ist auf dem Weg, die stärkste Landarmee Europas zu werden. Warschau kauft hunderte koreanische K2-Panzer, amerikanische Abrams, HIMARS-Systeme und Apache-Hubschrauber. Sie bauen eine Infrastruktur auf, die man nicht im Vorbeigehen überrennen kann. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben die energetische Scheidung vollzogen. Sie haben ihre Stromnetze physisch vom russischen System gekappt. Das ist eine Frage der nationalen Existenz. In Litauen werden massive Betonbunker für Umspannwerke gebaut, damit keine Drohne einfach so das Licht im ganzen Land ausschalten kann. Finnland und Schweden, sie haben sich jahrelang auf den Tag X vorbereitet. In Finnland gibt es mehr Bunkerplätze als Einwohner und jeder Reservist weiß genau, an welcher Kreuzung er sich im Ernstfall melden muss. Das ist es, was ich das wahre Fundament des Friedens nenne, wenn der Gegner weiß, dass der Preis für eine Aggression unerträglich hoch wäre. Wir haben uns daran gewöhnt, Frieden für etwas Selbstverständliches zu halten, wie die Luft zum Atmen. Aber Frieden ist ein zerbrechliches Gut, das ständige Pflege braucht. Wenn wir weiterhin denen zuhören, die uns raten, die Augen vor der Realität zu verschließen, werden wir eines Tages beim Klang der Sirenen aufwachen und dann wird es zu spät sein. Die Geschichte verzeiht keine Naivität. Sie verzeiht Fehler, aber niemals Willensschwäche. Heute haben wir noch die Wahl, jetzt in unsere Sicherheit investieren oder später einen weitaus schrecklichen Preis zahlen. Lasst euch nicht einlullen, bleibt wachsam und erinnert euch, Freiheit ist wert, verteidigt zu werden. Was denkt ihr über die Warnungen der Geheimdienste? Haben wir wirklich nur noch 3 Jahre? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um zu verstehen, was wirklich da draußen passiert. Bis bald!